Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid, denn ich habe heute ein sehr angefragtes Video für euch. Mit einiger Verspätung, aber ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe meine Putzroutine für euch abgedreht. Ich habe in einem vergangenen Video erzählt, beziehungsweise auch schon vor langer Zeit schon mal ein Video dazu gemacht, dass ich nach Putzplan putze. Das heißt, ich habe nicht einen festen Tag in der Woche, an dem ich alles mache, sondern ich teile mir diese ganzen Aufgaben auf die 5 Wochentage auf, sodass ich nicht einen Tag da stehe und 4-5 Stunden nur mit Putzen beschäftigt bin, sondern jeden Tag mache ich etwas. Das ist jeden Tag maximal eine halbe Stunde, die ich dafür verwende, und ich fahre damit super. Es ist immer ordentlich in der Wohnung, ohne dass ich nach einer langen Arbeitswoche einen kompletten Samstag oder Sonntag fürs Putzen verwenden muss und das Wochenende schön genießen kann. Ihr wolltet unbedingt sehen, wie diese Putzroutine aussieht, was ich an welchem Tag mache, wie ich das Ganze aufgeteilt habe. Ich habe eine Woche für euch mitgefilmt, was ich montags bis freitags immer mache. Es ist mittlerweile zu einer richtigen Routine geworden und ich liebe das. Muss aber auch sagen, ich plane schon, das Ganze nochmal so ein bisschen umzuschmeißen. Da wird es dann aber in Zukunft auch nochmal Videos zu geben. Jetzt aber zu meiner aktuellen Routine, wie ich es jetzt aktuell mache und wie ich es die ganzen letzten Monate, das letzte Jahr über gehandhabt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und schreibt mir auch total gerne was in die Kommentare. Beispielsweise, ob ihr auch mit Putzplan putzt oder ob ihr alles an einem Tag macht, so wie ich das früher. Ich freue mich immer, von euch zu hören, und jetzt legen wir los. Es geht los mit einem ganz typischen Montag bei mir, und ich habe das jetzt folgendermaßen gemacht. Es gibt Sachen, die ich natürlich jeden Wochentag mache. Die habe ich einmal mitgefilmt, nicht jeden Tag. Wenn ich meinen Sohn morgens in die Kita gebracht habe, das allererste, was ich dann zu Hause mache, wenn ich reinkomme, ist erstmal überall lüften, in allen Schlafzimmern, in allen Zimmern, überall die Fenster aufmachen. Und vor allem ganz wichtig, die Betten machen. Im Kinderzimmer räume ich dann noch immer so ein bisschen auf. Also das ist wirklich auch so eine tägliche Aufgabe. So die Sachen, die auf dem Boden rumliegen, aufräumen. Und die Sachen, die nicht ins Kinderzimmer gehören, wieder in ihren Platz zurückzubringen. Wohnzimmer ist das Gleiche. So ein bisschen die Couch richten mache ich auch jeden Morgen. Und auch hier wird natürlich gelüftet. Und dann ist mein Gang in die Küche. Ihr wisst vielleicht, dass ich normalerweise abends meine Küche versuche, möglichst ordentlich zu hinterlassen, bevor ich ins Bett geht. War an diesem Abend jetzt nicht so. Ihr seht hier das vorher. Das heißt, Spülmaschine ausräumen, Spülmaschine einräumen, ein bisschen die Oberflächen wischen und so ein bisschen für Klarschiff sorgen eigentlich in der Küche. Also wenn ich das abends nicht gemacht habe, was ich aber eigentlich immer mache, dann mache ich das natürlich am Morgen. Das sind so die Sachen, die ich täglich mache, und montags ist sonst mein Badezimmer-Putztag. Ja, also Waschbecken, Dusche, Toilette putzen. Ich finde es ganz furchtbar, ehrlich gesagt, wenn man sich beim Toiletteputzen filmt. Deswegen habe ich das jetzt hier nicht gemacht, aber gehört natürlich auch mit dazu. Was ich hier jetzt auch nicht mitgefilmt habe, ist, dass wir auch 2-mal, manchmal 3-mal die Woche unseren Staubsaugerroboter laufen lassen. Das habe ich jetzt nur an einem Tag so ein bisschen für euch mitgefilmt. Montags läuft er nämlich normalerweise auch. Da saugt er und wischt er. Also wir haben einen Saugwischroboter. Dienstags ist dann nach dem üblichen Kram mein Staubwischtag, und ich habe vor kurzem angefangen, so ein spezielles Anti-Staub-Putzmittel dafür auch zu verwenden.
Ich habe vorher sonst einfach mit einem feuchten Lappen drüber gewischt oder manchmal auch irgendwie mit ein bisschen Essigreiniger. Ich habe hier jetzt ein Rezept für ein Anti-Staubspray mit Olivenöl, Essig, Wasser und ätherischem Öl. Genau. Das muss logischerweise richtig gut geschüttelt werden und dann sprühe ich das auf die Oberflächen. Also wie gesagt, in der kompletten Bude wird Staub gewischt, alle Schränke, alle sonstigen Oberflächen wische ich einmal kurz ein bisschen drüber. Ist auch eine Sache, die vielleicht 10, maximal 15 Minuten dauert. So, was ich hier jetzt auch an diesem Tag mitgefilmt habe, ist meine abendliche Routine in der Küche. Ich habe es ja schon gesagt, jeden Abend räume ich die Küche auf und das habe ich jetzt an diesem Abend mitgefilmt. Habe ich an den anderen Abenden natürlich auch gemacht, aber nicht explizit die Kamera dabei laufen lassen. Ihr seht hier das grausame Vorher, also es ist wirklich Chaos. Vor allem stapelt sich das dreckige Geschirr auf der Spülmaschine. Deswegen muss das natürlich auch zuerst angegangen werden, heißt Spülmaschine ausräumen. Die habe ich nämlich tagsüber irgendwann laufen lassen und alles rein. Und was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, die Sachen, die nicht in die Spülmaschine kommen, die aber gespült werden müssen, direkt wegspülen. Und dann auch, Moment, ganz wichtig, abtrocknen, an ihren Platz räumen und danach abends die Spüle schön sauber und ordentlich hinterlassen. Das ist ein absoluter Gamechanger, sage ich euch, wenn ihr morgens in die Küche kommt und das Spülbecken ist schön sauber. Was ich auch jeden Abend mache oder meistens ist mir schon mein Kaffee für den nächsten Morgen vorzubereiten. Mittwochs ist dann Staubsaugen dran. Ich habe schon gesagt, wir lassen 2- bis 3-mal die Woche unseren Staub- und Wischroboter laufen, aber mittwochs versuche ich dann halt das große Gerät rauszuholen und den Boden damit richtig sauber zu machen, auch hinter den Türen. Das ist nämlich das, was der Saugroboter halt nicht macht, wenn man ihm sagt, er soll die ganze Wohnung sauber machen. Logischerweise, er kann dann nicht hinter die Tür fahren. Und ich gucke auch immer, dass ich so ein bisschen die Heizkörper zwischen den Stäben einmal kurz durchsauge. Da sammelt sich nämlich gerne richtig fies Staub an. Einmal kurz durch die Wohnung saugen. Und auch eine der Arbeiten, die fast täglich auf dem Programm stehen, ist natürlich Wäsche. Ich habe hier jetzt einmal mitgefilmt. Es war nicht direkt der Mittwoch, sondern an einem anderen Tag, aber ich habe es jetzt hier mit reingeschnitten. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass ich mal 1-2 Tage die Woche habe, an dem kein Wäscheständer in der Bude steht. Klappt nicht. Deswegen ist das eine tägliche Arbeit, das, was trocken ist, runternehmen und direkt falten, direkt wegräumen und die frische Wäsche aufhängen. Donnerstag, eine meiner meistgehassten Arbeiten im Haushalt, Wischen, Bodenwischen. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse Wischen einfach so sehr. Deswegen gebe ich zu, dass ich das manchmal donnerstags sein lasse. Und weil ich immer denke, wir lassen ja dann den Staubsaugerroboter laufen. Aber ich möchte das eigentlich gar nicht ausfallen lassen, weil ich finde das so wichtig, weil das auch mit Putzmittel gewischt wird. Das macht der Saugroboter ja nicht. Der wischt ja nur mal so ein bisschen mit Wasser durch. Und deswegen einmal den Putzeimer voll machen mit Putzmittel und einmal durch die ganze Bude wischen. Und ich hasse es, mich dazu aufzuraffen, diese Arbeit zu machen. Letztendlich dauert es aber gar nicht lang. Das sind vielleicht wirklich 15, 20 Minuten, die ich dafür brauche, um die komplette Bude zu wischen. Früher habe ich das auch so gemacht, erst saugen und dann direkt danach wischen, weil dann so halt alle Krümel weg sind. Mache ich jetzt nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr, weil das dauert mir einfach zusammensaugen und wischen an einem Tag zu machen. Das teile ich mir lieber auf und wenn ich Krümel halt so ein bisschen zusammenwische beim Bodenwischen, dann fege ich die kurz weg und schmeiße die in den Müll. Freitag, letzter Tag der Woche, juhu. Und für mich ist freitags immer so das Gröbste erledigt. Und deswegen Freitag ist eigentlich nur so Kleinscheißtag, nenne ich es mal. Also aufräumen.
und vor allem auch die Böden frei machen, weil Freitag ist nämlich einer der Tage, an dem wir den Staubsaugerroboter laufen lassen und dafür müssen die Böden komplett freigeräumt werden. Deswegen mache ich das hier überall in der ganzen Bude und wie gesagt, aufräumen. Der Schuhschrank ist so ein ganz typisches Ding, wo man einfach alles drauf schmeißt und wo sich dann halt auch viel Scheiß drauf ansammelt. Das habe ich einmal komplett aufgeräumt. Und ja, Kinderzimmerboden sieht auch immer aus wie Sau. Da muss auch immer super viel aufgeräumt werden. Deswegen ist das so meine Freitagsarbeit. Dann läuft der heißgeliebte Saugroboter und saugt und wischt. Und was ich freitags auch mache, ich bin keine gute Pflanzenmami, muss ich direkt dazu sagen. Deswegen habe ich mir einen festen Tag die Woche auserkoren fürs Pflanzengießen und das ist nämlich auch mein Freitag. Ja, das heißt freitags aufräumen, Boden freiräumen, Stühle hochstellen etc. und den Staubsaugerroboter laufen lassen und ja, Pflanzen gießen. Das auch. Das war meine tägliche Putzroutine. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video gehabt. Vielleicht konnte ich euch ja, ein bisschen dazu inspirieren, auch nach Putzplan zu putzen. Also wie gesagt, es ist jeden Tag nicht viel, was man macht und jeden Tag ein bisschen. Und das ist dann nicht so ein Riesenberg, zu dem man sich überwinden muss. Wie gesagt, nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und ich sage bis dann. Tschüss!